Lektion 1. Gartenpflege. Diese winzigen Unkräuter wachsen hier sehr schnell wieder nach. Wir müssen bei unserer Arbeit sehr gründlich vorgehen. Ich reiße das Unkraut mit der Wurzel heraus, damit es nicht wieder nachwächst. Das ist der einzige Weg, sie aufzuhalten. Unkraut überwuchert die kleinen Pflanzen, die wir haben wollen. Sie nehmen das Wasser und die guten Nährstoffe auf. Meine Rücken schmerzt zunehmend. Wir können eine kurze Pause unter dem Baum einlegen. Die Tomaten färben sich leuchtend rot. Sie können schon bald gepflückt werden. Ich liebe den Geschmack von frischem Biogemüse. Harte Arbeit führt zu einer sehr reichen Ernte. Wir sollten etwas Mulch verwenden, um Unkraut einzudämmen. Das ist eine sehr kluge und effektive Idee. Das wird uns später viel Zeit sparen. Ich hole den Sack Mulch. Ich werde diese Reihe grüner Bohnen fertig ernten. Der Garten sieht viel besser aus als heute Morgen. Ich bin mit unserem heutigen Fortschritt zufrieden, Anna. Lektion 2. Das sonnige Florida. Für unseren nächsten Urlaub sollten wir in den Süden fahren. Ich möchte den Sonnenschein und das Meer sehen. Das klingt schön. Florida ist doch bekannt für seine Strände und sein warmes Wetter, oder? Ja, es ist im Winter ein sehr beliebter Ort. Wir können dort die großen Freizeitparks besuchen. Ich ziehe es vor, die natürlichen Sumpfgebiete zu sehen. Möglicherweise sehen wir im Wasser ein paar wilde Alligatoren. Das wäre eine sehr aufregende Bootsfahrt. Wir sollten auch die nahegelegene historische Stadt besuchen. Augustine ist die älteste Stadt des Landes. Ich liebe es, etwas über die frühe Kolonialgeschichte zu lernen. Das Essen im Süden ist sehr lecker. Ich möchte den berühmten Kai Lime Pi probieren. Wir sollten ausreichend Sonnenschutzcreme mitnehmen. Die Sonne ist in dieser Region sehr stark. Ich werde die Hotelpreise im Internet überprüfen. Wir sollten wegen der Aussicht in Küstennähe bleiben. Ich freue mich schon sehr auf einen sonnigen Urlaub. Ich werde den Motor des Autos sehr früh starten. Lektion 3. Aufgaben in der Küche. Wir haben heute Abend einen großen Berg schmutziger Teller. Ich helfe dir jetzt beim Aufräumen. In der Küche gibt es ein Doppelwaschbecken, in dem wir das Geschirr spülen. Wir drehen den Warmwasserhahn auf und geben etwas Spülmittel hinein. Ich werde die Teller mit dem blauen Schwamm schrubben. Ich werde sie mit kaltem Wasser abspülen. Vergessen Sie nicht, die Glasschüsseln sorgfältig zu reinigen. Ich werde mit den zerbrechlichen Gegenständen sehr vorsichtig umgehen. Das heiße Wasser hilft, das ölige Fett zu entfernen. Das gesamte linke Waschbecken ist jetzt voller Blasen. Ich brauche ein trockenes Handtuch für die sauberen Teller. Ich werde sie auf den Wäscheständer aus Metall legen. Wir sind ein sehr effizientes Team in dieser Küche. Die Arbeitsflächen müssen heute auch noch kurz abgewischt werden. Ich werde das Spray verwenden, um die Bakterien abzutöten. Alles,
Sieht jetzt sehr glänzend und sauber aus. Ich bin froh, dass die Reinigung fast abgeschlossen ist. Nach dieser harten Arbeit sollten wir uns ausruhen. Ich werde uns heißen Tee zubereiten. Lektion 4. Englische Ursprünge. Englisch ist eine sehr komplexe und vielschichtige Sprache. Es hat viele Wörter aus anderen Kulturen entlehnt. Viele Wörter der englischen Sprache stammen aus dem Lateinischen. Einige Wörter stammen aus den keltischen Sprachen, die in Irland, Schottland und Wales gesprochen werden. Ich wusste nicht, dass viele Begriffe eine solche Geschichte haben. Das Wort Whisky hat beispielsweise keltische Wurzeln. Das ist eine sehr interessante Tatsache. Auch die Franzosen haben ihre Sprache vor vielen Jahren verändert. Das geschah nach dem berühmten Krieg im Jahr 1966. Korrekt, und es hat der englischen Sprache viele formelle Wörter hinzugefügt. Englisch ist heute die wichtigste globale Geschäftssprache. Es wächst und verändert sich jeden Tag weiter. Jährlich werden neue Technology-Begriffe in das Wörterbuch aufgenommen. Ich finde die Erforschung der Wortursprünge sehr spannend. Es hilft uns, die Geschichte der Welt zu verstehen. Wir sollten unsere Arbeit zu diesem speziellen Thema schreiben. Ich werde in der Bibliothek weitere Beispiele finden. Ich werde die Daten in einer übersichtlichen Tabelle anordnen. Ich beginne nun mit dem ersten Kapitel unseres Berichts. Lektion 5. Hotelbuchung. Herzlich willkommen im Grand Forest Hotel heute Abend. Ich möchte hier 2 Nächte verbringen. Ich werde die Verfügbarkeit unserer Privaträume prüfen. Ich bevorzuge ein Zimmer mit Blick auf den Garten. Das Standardzimmer kostet 100 pro Nacht. Möchten Sie dieses buchen? Ist das Frühstücksbuffet im Preis inbegriffen? Ja, wir servieren bis 22 Uhr frisches Obst und Eier. Das ist ein sehr gutes Angebot für mein Budget. Ich benötige Ihren Reisepass und eine Kreditkarte. Hier sind meine Unterlagen und meine Zahlungskarte. Sie werden in Zimmer Nummer 305 übernachten. Gibt es im Zimmer einen schnellen Internetanschluss? Wir bieten allen Gästen drahtloses Highspeed-Internet. Ich muss heute Abend an meinem Laptop arbeiten. Der Aufzug befindet sich gleich um die Ecke. Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Ich gehe jetzt in mein Zimmer, um mich auszuruhen. Ich werde einen Gepäckträger rufen, der Ihr Gepäck trägt. Lektion 6. Perfekte Passform. Die Farbe dieses Mantels steht Ihnen sehr gut. Ich finde, die Schultern wirken etwas zu breit. Für eine bessere Passform benötigen Sie möglicherweise Größe S. Wie sieht es mit der Länge aus? Ich habe einen langen Oberkörper. Die Länge ist perfekt für Ihre Körpergröße. Ich möchte drinnen einen Pullover tragen können. Hier ist genügend Platz für einen dicken Wollpullover. Ich werde die kleinere Größe im Spiegel ausprobieren. Ich bringe Ihnen jetzt den anderen Mantel.
Dieses hier fühlt sich viel bequemer und enger an. Die Ärmel haben genau die richtige Länge für Sie. Mir gefällt, wie sich der Stoff beim Gehen bewegt. Hochwertige Wolle ist sehr strapazierfähig und warm. Ist dieser Mantel auch in dunkelgrün erhältlich? Wir haben nur Schwarz und Marineblau auf Lager. Ich nehme heute den marineblauen. Ich werde das Paket an der Rezeption vorbereiten. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, die richtige Größe zu finden. Ich gewähre Ihnen einen Rabatt auf die Änderung. Lektion 7. Ausgewogen. Bildung ist der wichtigste Bestandteil einer Nation. Ich bin der Meinung, dass Schulen mehr als nur Mathematik lehren sollten. Wir müssen eine Republik mit vielseitig gebildeten Menschen schaffen. Warum ist dieses konkrete Ziel so wichtig für uns? Denn ohne sie ist es unmöglich, die Freiheit zu bewahren. Die Menschen müssen auch Geschichte und Kunst verstehen. Charakter ist genauso wichtig wie gute Noten. Ich stimme zu, dass wir Empathie bei unseren Führungskräften brauchen. Ein guter Bürger muss selbstständig denken können. Wir müssen Kinder dazu ermutigen, viele schwierige Fragen zu stellen. Logik hilft uns, sehr schlechte Entscheidungen zu vermeiden. Eine starke Gesellschaft sorgt für alle ihre Mitglieder. Wir tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Wissen ist ein Licht, das die tiefe Dunkelheit vertreibt. Ich werde mehr über die Ideen des antiken Griechenlands lesen. Sie hatten sehr ausgeprägte Ansichten zur staatsbürgerlichen Pflicht. Wir sollten das mit unserer Lerngruppe besprechen. Ich werde Sie morgen früh ins Café einladen. Ich werde mein Lieblingsbuch über Politikwissenschaft mitbringen. Lektion 8. Kleber einkaufen. Dieser Laden ist heute sehr voll. Alles ist um 50% reduziert. Ich habe ein sehr schönes Paar Lederstiefel gefunden. Es ist definitiv immer gut, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Wir sollten zuerst die Qualität der Artikel überprüfen. Ich lese die Etiketten an den Kleidungsstücken immer sorgfältig durch. Ich brauche einen neuen Anzug für das Geschäftstreffen. Im hinteren Bereich findet ein Ausverkauf von festlicher Kleidung statt. Lasst uns dorthin gehen, bevor die besten Stücke vergriffen sind. Ich möchte ein Geschenk für meine Schwester finden. Diese silbernen Uhren sind sehr schön und preiswert. Sie bevorzugt Schmuck aus reinem Gold. Gold ist heute wesentlich teurer als Silber. Ich werde stattdessen nach einer kleinen Halskette suchen. Wir sind schon seit 3 Stunden in diesem Laden. Ich bin jetzt bereit, meine Artikel zu bezahlen. Die Schlange an der Kasse ist sehr lang. Wir müssen Geduld haben, um diese niedrigen Preise zu erzielen. Ich werde mich in die Schlange stellen, während Sie schauen. Lektion 9. Historische Reisen. Ich möchte im kommenden Sommer nach Europa reisen. Rom ist eine sehr schöne und antike Stadt. Ich möchte das berühmte Kolosseum persönlich sehen.
Genauso ist es auch für mich, der Besuch historischer Sehenswürdigkeiten ist ein Muss. Wir können so viel von den alten Ruinen lernen. Ich möchte die Kunst im Vatikan sehen. Wir sollten eine Führung durch das Museum buchen. Das ist eine sehr clevere Art, Zeit zu sparen. Ich möchte auch die lokale italienische Küche probieren. Pizza und Pasta sind auf der ganzen Welt berühmt. Wir sollten auch die Stadt Florenz besuchen. Es ist die Geburtsstätte der großen Renaissance. Ich werde die Preise der Zugtickets überprüfen. Züge sind eine sehr schnelle Möglichkeit, Europa zu bereisen. Wir müssen bequeme Wanderschuhe einpacken. Wir werden jeden einzelnen Tag viele Kilometer zurücklegen. Ich werde eine Liste aller Seiten erstellen. Ich werde ein gutes Hotel in der Nähe des Zentrums finden. Ich werde die Agentur anrufen, um die Termine zu bestätigen. Lektion 10. Wochenendpläne. Die Arbeitswoche neigt sich endlich dem Ende zu. Ich bin sehr müde und brauche dringend eine Pause. Hi, habt ihr schon Pläne fürs kommende Wochenende? Noch nicht. Haben Sie schon gute Ideen? Ich überlege, ins neue Kino zu gehen. Ich habe gehört, der neue Aktionfilm sei sehr spannend. Wir könnten am Sonntag auch eine Wanderung machen. Laut Wetterbericht wird es sehr sonnig. Ich verbringe meine Zeit gerne an der frischen Luft. Sollen wir noch ein paar andere Freunde einladen? Ja, je mehr Leute, desto mehr Spaß haben wir. Ich werde jetzt eine Gruppennachricht an alle senden. Wir sollten uns um 10 Uhr am Parkeingang treffen. Ich bringe ein paar Sandwiches und etwas kaltes Wasser mit. Ich werde meine Kamera mitbringen, um Fotos zu machen. Ich hoffe, der Weg ist heute nicht so schwierig. Es ist ein sehr einfacher Weg für alle Niveaus. Ich freue mich auf unser kleines Abenteuer. Wir sehen uns am Samstag im Kino. Lektion 11. Abendessensliste. Wir müssen Lebensmittel für die ganze Woche kaufen. Ich habe eine Liste mit allen gesunden Lebensmitteln. Wir brauchen frische Milch und etwas Vollkornbrot. Gute Idee. Ich werde sie meiner Liste hinzufügen. Wir brauchen heute Abend auch noch Hühnchen zum Abendessen. Ich möchte auch eine gesunde Gemüsesuppe kochen. Wir sollten Zwiebeln und große Karotten kaufen. Haben wir genug Salz und Pfeffer zu Hause? Ich glaube, wir haben noch genügend Gewürze im Glas. Wir müssen noch etwas Obst für unser Frühstück kaufen. Diese roten Äpfel sehen sehr süß und reif aus. Ich nehme 6 Äpfel und einen Bund Bananen. Vergiss nicht, mir Joghurt mitzubringen. Ich werde die mit dem niedrigen Fettgehalt wählen. Gibt es sonst noch etwas auf der digitalen Liste? Wir brauchen Seife und Papierhandtücher. Ich gehe in den nächsten Gang, um sie zu finden. Wir treffen uns in 10 Minuten an der Kasse. Ich werde so schnell wie möglich dort sein. Lektion 12.
empfindliche Haut. In diesem Laden riecht es sehr stark nach Parfüm. Ich suche eine sehr natürliche Gesichtscreme. Enthält diese spezielle Marke irgendwelche Chemikalien? Ich hoffe es, denn ich möchte etwas finden, das für meine empfindliche Haut geeignet ist. Sie sollten die Zutatenliste sehr sorgfältig lesen. Auf diesem hier steht, dass es aus reinem Aloe Vera besteht. Aloe eignet sich hervorragend zur Kühlung der Haut. Es sollte keine Rötungen oder Juckreiz verursachen. Sie können eine kleine Menge auf Ihrer Hand testen. Das ist eine sehr kluge Methode, um eine Reaktion zu überprüfen. Meine Haut wird im Winter auch sehr trocken. Sie sollten jeden Abend eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme verwenden. Ich werde mir eine Flasche dieser Creme kaufen. Es ist zwar etwas teuer, aber von hoher Qualität. Die Gesundheit ist den Aufpreis für das Produkt wert. Ich stimme zu, dass wir auf uns selbst achten müssen. Ich werde das nach vorne zum Eingang des Ladens bringen. Ich bin mit meinen Einkäufen für heute fertig. Ich werde beide Artikel jetzt bezahlen. Lektion 13 Verhandlungsvorbereitung. Wir müssen heute im Meeting sehr bestimmt auftreten. Die andere Firma möchte einen niedrigeren Preis für unsere Dienstleistung. Unsere Qualität ist wesentlich höher als die unserer lokalen Konkurrenten. Gut, gibt es sonst noch etwas, das ich bei dieser Verhandlung beachten sollte? Wir sollten einen kleinen Rabatt für einen Langzeitvertrag anbieten. Das ist eine sehr faire Art, eine Partnerschaft aufzubauen. Ich werde die Daten zu unseren bisherigen Erfolgen präsentieren. Ich kümmere mich um die Fragen zu den rechtlichen Bestimmungen. Wir müssen anfangs mehr zu hören als reden. Das Verständnis Ihrer Bedürfnisse ist der Schlüssel zum Vertragsabschluss. Ich hoffe, wir können die Vereinbarung bis 5 unterzeichnen. Die endgültigen Dokumente liegen auf meinem Schreibtisch bereit. Haben Sie die Daten und die Gesamtzahlen überprüft? Alles ist korrekt und bereit zur Unterzeichnung. Sie sind ein sehr talentierter Verhandlungsführer in dieser Firma. Ich genieße die Herausforderung eines schwierigen Geschäftsabschlusses. Lasst uns nun voller Zuversicht in den Raum gehen. Ich bin bereit, unser Unternehmen bestmöglich zu vertreten. Ich werde die Vorstellungsrunde für unser kleines Team leiten. Lektion 14 Eisbären. Ich bin letzten Winter in den hohen Norden gereist. Die Landschaft auf Ihren Fotos wirkt sehr kalt und weiß. Beim Campen im Norden haben wir einige Eisbären gesehen. Eisbären sind weiße und sehr große Tiere. Sie sind ausgezeichnete Schwimmer im eiskalten Meerwasser. Ich habe eine Dokumentation über ihr Leben auf dem Eis gesehen. Es wird für sie immer schwieriger, Nahrung zu finden. Das Eis schmilzt, weil die Erde wärmer wird. Wir müssen ihren natürlichen Lebensraum vor weiteren Schäden schützen. Sie sind ein Symbol für die wilde und schöne Arktis. Ich sah eine Bärenmutter mit 2 kleinen Jungen. Das muss ein sehr berührender Anblick gewesen sein.
Ich hielt einen sehr sicheren Abstand zu den wilden Tieren. Sicherheit ist in der freien Natur sehr wichtig. Ich werde die Stille des Nordens niemals vergessen. Ich möchte diesen Ort auch eines Tages besuchen. Sie müssen für die Reise einen sehr dicken Mantel mitbringen. Ich werde mit der Planung meiner Reise für nächstes Jahr beginnen. Ich werde Ihnen meine Karte der Region geben. Lektion 15. Kleine Feiern. Ich bin sehr froh, dass wir gute Freunde sind. Freundschaft ist etwas, das wir immer wertschätzen müssen. Auf welche kleine Weise feierst du jeden Monat deine Freundschaften? Ich schicke meinen Freunden gerne handgeschriebene Karten. Das ist heutzutage eine sehr persönliche und aufmerksame Geste. Ich kaufe auch gerne jemandem eine kleine Tasse Kaffee. Ich gehe gerne lange spazieren und unterhalte mich dabei tiefgründig. Gemeinsame Zeit ist das schönste Geschenk, das man machen kann. Wir sollten jeden Monat eine neue Aktivität ausprobieren. Wir könnten ins Museum oder zu einem Konzert in der Nähe gehen. Ich werde die lokalen Veranstaltungen für nächste Woche prüfen. Es hält unsere Freundschaft frisch und spannend. Danke, dass du immer für mich da bist und mir zuhörst. Du hast mir hier in vielen schwierigen Zeiten geholfen. Ein wahrer Freund ist etwas sehr Seltenes und Kostbares. Ich stimme dir zu und ich bin froh, dich zu kennen, John. Lasst uns zur Feier des Tages ein Stück Kuchen bestellen. Ich teile jetzt ein Stück Schokoladenkuchen mit dir. Ich werde die Rechnung für unser heutiges Mittagessen bezahlen. Lektion 16. Afrikanische Geschichte. Der Livingstone war ein sehr berühmter Afrikaforscher. Er wollte die Quelle des Nils finden. Er reiste den Shire Fluss entlang bis zum Nyasa See. Er setzte seinen Kampf gegen den Sklavenhandel fort, der nun von anderen übernommen wird. Er wollte den Einheimischen fairen Handel ermöglichen. Seine Reise war sehr lang und voller Gefahren. Er verschwand für viele Jahre im tiefen Dschungel. Ein Reporter namens Stanley fand ihn dort schließlich lebend. Die Geschichte erinnert sich an ihn als einen sehr mutigen und gütigen Mann. Er hat vielen Menschen geholfen, den afrikanischen Kontinent besser zu verstehen. Ich möchte seine persönlichen Reisetagebücher lesen. Sie werden heute in einem großen Museum in London aufbewahrt. Das Unbekannte zu erforschen erfordert großen Mut. Wir können viel von den Menschen der Vergangenheit lernen. Ich werde mir heute Abend ein Buch über sein Leben ausleihen. Ich werde mir einen Film über seine berühmte Entdeckung ansehen. Die Details können wir in unserer nächsten Pause besprechen. Das Wissen um die Geschichte macht uns in der Gegenwart weiser. Ich werde die genauen Reisedaten herausfinden. Lektion 17. Projektaufschlüsselung. Dieses neue Projekt ist sehr groß und ziemlich komplex. Ich mache mir Sorgen, ob ich heute alles rechtzeitig schaffe. Wir müssen das Projekt unbedingt in kleinere Teile aufteilen. Überschaubare Teile sind für unser Team viel einfacher zu handhaben.
Ich werde die erste Aufgabe der Leasing-Gruppe zuweisen. Ich werde die Kommunikation mit unseren Hauptkunden übernehmen. Wir müssen jeden Montag um 9 Uhr eine Besprechung abhalten. Ein wöchentliches Update hilft uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wir sollten ein digitales Tool verwenden, um unsere Fortschritte zu verfolgen. Es wird uns helfen zu erkennen, ob wir ins Hintertreffen geraten. Ich werde einen gemeinsamen Ordner für all unsere Dateien erstellen. Das ist eine sehr effiziente Art der Zusammenarbeit. Was ist das wichtigste Ziel für diesen Monat? Wir müssen den ersten Prototyp bis zum 20. fertigstellen. Ich werde meine ganze Energie auf diese konkrete Aufgabe konzentrieren. Ich werde dafür sorgen, dass wir genügend Geld im Budget haben. Klare Rollen sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Team. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine hervorragende Arbeit leisten werden. Ich werde den Plan jetzt an die Tafel schreiben. Lektion 18 Reisetipps. Du reist zum ersten Mal nach New York. Ich möchte die Freiheitsstatue und den Park sehen. Kaufen Sie Ihre Tickets online, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Das ist eine gute Idee. Gibt es sonst noch etwas, das Sie für die Reise empfehlen können? Sie sollten die Museen an einem Wochentagmorgen besuchen. Sind sie in den frühen Morgenstunden weniger überfüllt? Ja, und Sie werden mehr Platz haben, um die Kunstwerke zu betrachten. Ich möchte die berühmte Pizza der Stadt probieren. Es gibt viele kleine Läden, die preiswerte Pizzastücke verkaufen. Ich werde auch ein paar sehr bequeme Schuhe mitbringen. Sie werden viele Kilometer auf dem harten Asphalt zurücklegen. Ist das U-Bahn-System für Touristen einfach zu benutzen? Ja, aber Sie sollten sich eine Karte auf Ihr Handy herunterladen. Ich bin etwas nervös wegen der großen Menschenmengen. Achten Sie einfach jederzeit auf Ihre Umgebung. Vielen Dank für die hilfreichen Reisetipps. Gerne helfe ich Ihnen bei der Planung Ihrer großen Reise. Ich bringe dir ein kleines Geschenk aus der Stadt mit. Ich freue mich darauf, all eure Geschichten zu hören. Lektion 19 Visitenkarten. Es ist sehr wichtig, heute viele Menschen kennenzulernen. Netzwerken ist eine unerlässliche Fähigkeit für eine erfolgreiche Karriere. Sollte ich beim Networking meine Visitenkarten verteilen? Ja, das ist definitiv eine sehr professionelle Art, in Kontakt zu bleiben. Auf der kleinen Karte stehen mein Name und meine E-Mail-Adresse. Es hilft den Leuten, sich auch nach der Veranstaltung an sie zu erinnern. Ich vergesse normalerweise die Namen der Leute, die ich treffe. Sie sollten eine kurze Notiz auf die Rückseite Ihrer Karte schreiben. Das ist eine sehr kluge Art, sich an unser Gespräch zu erinnern. Es zeigt, dass du ihren Worten zugehört hast. Ich möchte einen neuen Job im Marketingbereich finden. Heute sind viele Manager großer Firmen hier. Ich werde versuchen, mit mindestens 5 neuen Leuten zu sprechen. Seien Sie selbstbewusst und lächeln Sie, wenn Sie sich vorstellen. In großen Menschengruppen bin ich etwas schüchtern. Sei einfach du selbst und sprich ganz deutlich.
Ich werde hingehen und mit der Frau im Anzug sprechen. Ich bin für Sie da, falls Sie Unterstützung benötigen. Wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Lektion 20. Ziele für die Zukunft. Dieses Ereignis ist eine fantastische Chance für unsere Zukunft. Ich kenne ein paar Leute, die ich Ihnen heute vorstellen könnte. Das wäre eine große Hilfe für meine Karriere. Haben Sie sich für heute Nachmittag konkrete Ziele gesetzt? Ich möchte ein Praktikum bei einem Technology-Unternehmen finden. Sie verfügen über sehr fundierte Kenntnisse im Bereich Informatik. Ich hoffe, Ihnen gefallen die Projekte in meinem Lebenslauf. Sie sollten die App erwähnen, die Sie letztes Jahr entwickelt haben. Das war ein sehr schwieriges, aber lohnendes Projekt für mich. Es zeigt, dass man viele komplexe Probleme lösen kann. Ich möchte auch meine Fähigkeiten im öffentlichen Reden verbessern. Sie können üben, indem Sie hier mit den Personalvermittlern sprechen. Ich werde mutig sein und Ihnen viele gute Fragen stellen. Ich bin sicher, Sie werden einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Was ist Ihr Hauptziel für das kommende Jahr? Ich möchte mit der höchsten Auszeichnung meines Jahrgangs abschließen. Du bist die fleißigste Schülerin, die ich kenne, Anna. Lasst uns jetzt mit dem ersten Unternehmen sprechen. Ich werde Ihnen zum großen blauen Stand folgen. Lektion 21. Strandweg. Die Meeresluft ist heute Abend sehr erfrischend. Ich genieße es, die Leute auf der Strandpromenade zu beobachten. Jugendliche fuhren mit Fahrrädern und Indianes Katz auf dem Weg entlang des Strandes. Sie bewegen sich mit solcher Geschwindigkeit und großer Wendigkeit. In den Sommermonaten gehen hier viele Familien spazieren. Es ist ein sehr beliebter Ort für Touristen. Wir müssen rechts von der Linie bleiben. Warum gibt es hier so viele separate Fahrspuren? Eine Spur ist für Fußgänger, die andere für Fahrzeuge. Das ist eine sehr sichere Methode, den Verkehr zu organisieren. Aus diesem speziellen Blickwinkel sieht der Sonnenuntergang wunderschön aus. Ich möchte ein Foto vom Wasser machen. Achten Sie darauf, die schnellen Radfahrer nicht zu behindern. Ich werde einen Moment lang den Sand betreten. Der Sand ist von der Nachmittagssonne noch warm. Das ist eine sehr friedliche Art, seine Zeit zu verbringen. Ich komme jeden Tag nach der Arbeit hierher. Ich wünschte, ich würde in der Nähe eines so schönen Strandes wohnen. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, unsere Stadt zu besuchen. Lektion 22. Abholung von der Schule. Nach einem sehr anstrengenden Tag bin ich endlich wieder zu Hause. Hast du heute daran gedacht, die Kinder von der Schule abzuholen? Ich dachte, du hättest gesagt, dass du heute gehen würdest. Wir haben diesen Plan beim Frühstück vereinbart. Ich bedauere diesen großen Fehler sehr. Unser Sohn wartet am Haupttor der Schule. Ich gehe jetzt gleich zurück zum Auto. Ich werde die Lehrerin anrufen, um die Verspätung zu erklären. Bitte richten Sie ihnen aus, dass ich in 10 Minuten da sein werde. Fahren Sie auf den stark befahrenen Straßen nicht zu schnell.
Der Verkehr ist in der Nähe des Stadtzentrums sehr stark. Ich werde ein paar Snacks für die hungrigen Kinder vorbereiten. Es tut mir sehr leid, dass ich unseren wichtigen Plan vergessen habe. Wir sollten einen gemeinsamen Kalender auf unseren Handys verwenden. Das würde verhindern, dass solche Probleme künftig auftreten. Ich werde mir für das nächste Mal einen Wecker stellen. Ich verlasse jetzt sofort das Haus. Fahr vorsichtig und ruf mich an, wenn du da bist. Ich werde die Kinder sehr bald nach Hause bringen. Lektion 23. Reisegröße. Wir müssen uns Proviant für unsere Reise besorgen. Die Sicherheitsbestimmungen für Flüssigkeiten sind jetzt sehr streng. Geschäfte haben üblicherweise eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Glauben Sie, dass Sie Reisetoilettenartikel dabei haben werden? Hier gibt es einen speziellen Bereich für kleine Flaschen. Ich brauche ein kleines Fläschchen Kräutershampoo. Ich werde nach kleinen Zahnpastatuben suchen. Wir benötigen außerdem eine sehr kleine Flasche Seife. Diese Artikel passen perfekt in einen durchsichtigen Plastikbeutel. Es spart eine Menge Platz in meinem Handgepäck. Große Flaschen sind im internationalen Flugzeug nicht erlaubt. Ich hoffe, Sie haben meine Lieblingsmarke an Lotion. Dieses Modell ist speziell für lange Reisen konzipiert. Ich nehme 2 davon für unseren Urlaub. Benötigen wir sonst noch etwas für den langen Flug? Eine kleine Packung Feuchttücher wäre hilfreich. Ich werde sie im nächsten Gang suchen gehen. Lasst uns bezahlen, damit wir unseren Flug nicht verpassen. Ich treffe sie in einer Minute an der Kasse. Lektion 24. Antike Jäger. Diese alten Kulturen hatten sehr einzigartige Jagdmethoden. Wie gelang es ihnen, so große Tiere zu jagen? Die Jäger trugen ihre Kugeln im Mund. Warum sollten sie auf diese Weise festhalten? Sie taten dies, um schneller schießen zu können. Das klingt für mich nach einer sehr gefährlichen Vorgehensweise. Sie konnten direkt mitten in die Herde reiten. Ihre Pferde müssen sehr mutig und schnell gewesen sein. Damals war Schnelligkeit für eine erfolgreiche Jagd unerlässlich. Es ist erstaunlich, wie sie in freier Wildbahn überleben konnten. Sie nutzten jedes Teil des Tieres zum Überleben. Diese findigen Leute verschwendeten nichts. Die Natur war ihre einzige Quelle für Nahrung und Werkzeuge. Wir führen ein ganz anderes Leben in der modernen Welt. Das Studium der Vergangenheit hilft uns, unser eigenes Leben wertzuschätzen. Ich finde diese alten Geschichten sehr faszinierend. Im nächsten Raum des Museums befinden sich weitere Ausstellungsstücke. Lasst uns die alten Steinspeere besichtigen. Ich werde erklären, wie diese scharfen Werkzeuge hergestellt wurden. Lektion 25. Flugdetails. Ich finalisiere gerade Ihre Transportmittel für die Geschäftsreise. Vielen Dank, dass Sie den Fahrer für meine Ankunft organisiert haben. Bitte teilen Sie uns Ihre Flugdaten für die Abholung mit. Ich sende Ihnen jetzt die Bestätigungs-E-Mail.
Meine Mitarbeiter werden Sie am Ankunftskarte in Empfang nehmen. Sie werden ein Schild mit meinem vollständigen Namen hochhalten. Das ist korrekt, damit Sie es leicht identifizieren können. Handelt es sich bei dem Auto um eine große und komfortable Limousine? Wir haben für Ihren Komfort ein Premium-Fahrzeug reserviert. Ich habe eine Menge Gepäck für die Veranstaltung. Der Fahrer wird Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich sein. Was soll ich tun, wenn der Flug Verspätung hat? Wir verfolgen den Flugstatus in Echtzeit. Das ist ein sehr zuverlässiger Service für einen vielreisenden Kunden. Ihre Sicherheit und Pünktlichkeit haben für uns höchste Priorität. Ich schätze die hohe Qualität Ihrer professionellen Betreuung. Ich werde Ihnen alles bestätigen, sobald ich Ihre E-Mail erhalten habe. Ich freue mich auf eine sehr erfolgreiche Reise. Ich schicke Ihnen in Kürze die Telefonnummer des Fahrers. Lektion 26. Mischauswahl. Uns ist die Milch für unseren Morgenkaffee ausgegangen. Ich helfe Ihnen jetzt bei der Auswahl des richtigen Produkts. Soll ich heute Vollmilch oder Magermilch kaufen? Magermilch bitte, ich versuche auf mein Gewicht zu achten. Vollmilch hat einen viel reichhaltigeren und cremigeren Geschmack. Ich ziehe es vor, zusätzliches Fett und Kalorien zu vermeiden. Schmeckt es gut zum Frühstücksmüsli? Für unser Herz ist es eine wesentlich gesündere Wahl. Ich werde das Verfallsdatum auf der Flasche überprüfen. Stellen Sie sicher, dass es für die kommende Woche frisch ist. Diese Flasche ist noch 7 Tage haltbar. Wir brauchen außerdem noch etwas Bio-Butter und Eier. Ich lege jetzt die Magermilch in den Einkaufswagen. Gibt es in diesem Geschäft Mandelmilch? Ja, es steht dort drüben ganz oben im Regal. Das könnte ich mal ausprobieren, um etwas Abwechslung zu haben. Es ist eine gute Alternative für Menschen, die Milchprodukte meiden. Bleiben wir heute bei der Magermilch. Ich gehe jetzt gleich zur Kasse. Lektion 27. Garagenordnung. Wir haben zu viele Kisten auf diesen kleinen Raum. Wir müssen diesen Bereich ein für alle Mal organisieren. Wie organisieren Sie Ihre Garage am liebsten? Ich bevorzuge hohe Metallregale und Behälter. Wenn jede Box beschriftet ist, lassen sich die Sachen leichter finden. Wir sollten die Gegenstände wegwerfen, die wir nicht benutzen. Ich fange mit den alten Werkzeugen auf dem Boden an. Ich werde die Gartenutensilien in der Ecke ordnen. Wir können die Fahrräder an der Rückwand aufhängen. Dadurch entsteht viel zusätzlicher Geraum. Eine saubere Garage trägt dazu bei, dass sich das ganze Haus angenehmer anfühlt. Wir sollten diese Aufgabe vor Sonnenuntergang abschließen. Ich werde mir im Laden ein paar Plastikbehälter kaufen. Nimm die durchsichtigen, damit wir hineinsehen können. Das ist ein sehr praktischer und kluger Vorschlag. Ich werde den Boden fegen, während du die Kisten trägst. Wir machen sehr schnell große Fortschritte. Ich bin froh, heute wieder den Boden zu sehen.
Ich werde die Müllsäcke an den Straßenrand stellen. Lektion 28. Frühe Autos. Dieses Fahrzeug ist heute über 100 Jahre alt. Im Vergleich zu modernen Elektroautos wirkt es sehr einfach. Die Entwicklung des Automobils erforderte viel harte Arbeit. Ich stelle mir vor, dass die ersten Erfinder mit vielen schwierigen Misserfolgen konfrontiert waren. Ein Auto besteht aus Tausenden von Teilen und die Herstellung brauchte Zeit. Es dauerte lange, bis ein wirklich nützliches Auto entwickelt wurde. Die ersten Motoren waren sehr laut und sehr langsam. Aber sie haben die Art und Weise verändert, wie Menschen reisen. Die Menschen konnten endlich sehr schnell in ferne Länder reisen. Es ließ die Welt viel kleiner und vernetzter erscheinen. Die Massenproduktion machte Autos für jede Familie erschwinglich. Henry Ford war ein Pionier in dieser speziellen Branche. Moderne Autos sind heute die leistungsstarke Computer auf Rädern. Ich bevorzuge den klassischen Stil dieser alten Maschinen. Sie haben ein sehr einzigartiges und elegantes Design. Ich frage mich, ob man es noch fahren kann. Nur ein Experte kann diesen manuellen Motor bedienen. Ich werde mich einfach an dem glänzenden Lack erfreuen. Ich werde Ihnen ein Foto vom Innenraum machen. Lektion 29. Gouverneurshaus. Dieses Gebäude war Schauplatz vieler historischer und bedeutender Ereignisse. Die Architektur ist sehr beeindruckend und sehr formal. Viele Jahre lang wohnten die britischen Gouverneure in diesem Haus. Ich sehe ihre Porträts an diesen Wänden hängen. 2 von ihnen arbeiteten an den Plänen für die Stadt. Sie hatten eine sehr klare Zukunftsvision. Dieser Raum wurde für sehr wichtige Staatsbankette genutzt. Die Möbel sind aus sehr dunklem und schwerem Holz gefertigt. Es wurde so restauriert, dass es wieder so aussieht wie früher. Ich habe das Gefühl, als würde ich in die Vergangenheit zurückreisen. Die Außengärten sind ebenfalls Teil des ursprünglichen Plans. Ich würde später sehr gerne durch den Rosengarten spazieren. Das Herrenhaus ist heute ein Museum, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Es ist wichtig, diese alten nationalen Stätten zu erhalten. Als nächstes besuchen wir das private Arbeitszimmer des Gouverneurs. Ich möchte die alten Landkarten auf seinem Schreibtisch sehen. Achten Sie darauf, die empfindlichen Papierdokumente nicht zu berühren. Ich werde die historischen Gegenstände mit größtem Respekt behandeln. Ich werde Ihnen die geheime Bibliothek hinter der Mauer zeigen. Lektion 30. Das perfekte Paar. Diese Schuhe sehen sehr bequem aus für lange Läufe. Das Kissen fühlt sich unter meinen müden Füßen sehr weich an. Bieten Sie ausreichend Halt für Ihre hohen Fußgewölbe. Ich glaube, Sie sind das beste Paar in diesem Laden. Lassen Sie uns unbedingt dafür sorgen, dass wir das perfekte Paar finden. Ich möchte noch einmal durch den Laden gehen. Es ist wichtig, die Passform vor der Abreise zu überprüfen. Meine Zehen haben vorne viel Platz. Die leuchtende Farbe sorgt dafür, dass sie nachts gut sichtbar sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für meine Sicherheit. Liegt der Preis innerhalb unseres geplanten Urlaubsbudgets?
Sie sind zu einem sehr günstigen Preis im Angebot. Dann sollten wir sie unbedingt jetzt kaufen. Ich werde sie bei meinem Marathonlauf nächsten Monat tragen. Du wirst der schnellste Läufer auf der Bahn sein. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihren ehrlichen Rat. Ich möchte, dass du Schmerzen oder zukünftige Verletzungen vermeidest. Ich bringe diese sofort zur Kasse. Ich werde am Haupteingang auf sie warten.